okay. Navi-Bild ist gerade weg, ich hole es gleich wieder, aber jetzt muss ich erstmal hier den Berg runterfahren. Tunnelfahrt. Kein Netz im Tunnel. Das war eben so schade. Ja, wir hatten eben auch unsere Tunnelfahrt und wie heißt das so schön, kein Stream ohne Tunnelfahrt. Ja, das hatte zu lange gedauert. Da hatte Twitch den Stream beendet. Gestern ging es eigentlich relativ lange. Meiner Ansicht nach länger als die 90 Sekunden, die es ja eigentlich immer heißt. Ja, das war irgendwie zum falschen Moment. Wirklich herrlich, aber die Landschaft hat sich noch nicht großartig geändert. Es ist immer noch genauso. Nur der Tunnel, der ist, den haben wir nicht gehabt. Aber im Tunnel hätten wir sowieso kein Netz gehabt. Ist mir dann ja aufgefallen. Ich habe ja immer, auf dem Tablet kann ich ja immer ganz gut sehen, wie das Netz ist. So, leben wir jetzt wieder mit mehreren VODs, aber das stört mich eigentlich auch nicht so sonderlich. Nach einiger Zeit schmeiße ich die uninteressanten sowieso raus. Aber das ist einfach nur schön. Das ist fast, als ob wir durch die Alpen fahren. Da kann der Hunsrück einpacken. Noch eine Etappenstadt. Also ich gehe mal davon aus, dass es sich dabei um die Tour de France handelt. Läuft die eigentlich noch? Ja, ich glaube, die
bis zu diesem Wochenende. Und dann, aber ich glaube nicht, dass wir sie sehen. Ja, das wäre ja nun mehr des Zufalls. Ist der nun liegen geblieben oder wird da was gebaut? Steigt er einfach aus? Wir lagen träumend im Gras, die Köpfe voll verrückter Ideen. Da sagte er nur zum Spaß, komm, lasst uns auf die Reise gehen. Der Rauch schmeckte bitter, aber Conny sagte mir, was er Noch ein sah. Pannenfahrzeug, Der ne? von Nee. Licht und Farbe, wir ahnten nicht, was bald darauf geschah. Am Tag, als Conny Krame starb und alle Glocken klangen am Tag, als Conny Krame starb und alle Freunde Und ein Haus auf weinten Rädern. um ihn. Das war ein schwerer Tag, weil in mir eine Welt zerbrach. Er versprach oft, lass es sein, gab mir wieder neuen Mut. Und ich redete mir ein, Liebe wird altes Buch. Aus dem Joint, da wurden Tritt, es gab keinen Halt auf der schiefen Bahn. So langsam legt sich das auf die Uhr. Aber keiner bot Conny Hilfe an. Am Tag, als Conny Krame starb und alle Glocken klangen am Tag, als Conny Krame starb und alle Freunde weinten um ihn. Das war ein schwerer Tag, weil in mir eine Welt zerbrach. Beim letzten Mal sagte er, nun kann ich den Himmel sehen. Bin eigentlich irgendwie ein bisschen sprachlos. Konnte Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das hätte ich nicht erwartet hier auf dieser Strecke. Ich habe gesagt, ich bin die noch nie gefahren. Doch das Leben geht einfach weiter. Wir bleiben nur noch die Blumen. Wahnsinnig schön. Und das war's jetzt. Das war ja eben toll. Man war ein bisschen anstrengend mit der Fahrerei, Alle Glocken klangen am Tag, atemberaubend schön. die Kramen da. Alle Freunde weinten um ihn. Das war ein schwerer Tag, weil in mir eine Welt zerbrach. Naja, die Musik dazu war nicht so ganz atemberaubend. Kann immer so ein bisschen bei den britischen Fahrzeugen auf den
auf die Gesinnung des Insassen schließen. Weil es gibt etliche, die lassen das EU-Schild dran und die lassen auch das GB-Schild dran. Oder eigentlich müssten sie ja, wenn sie ins Ausland fahren, das UK-Schild benutzen. Aber einige die sind Brexit-Gegner und die lassen das GB dran und lassen auch das Europa-Kennzeichen dran. Und dann gibt es noch welche, die machen beides. Die haben sowohl das GB als auch das UK-Zeichen. Das sind die, die meinen, ach ja, wenn der Gesetzgeber das vorschreibt, dann mache ich das auch, aber mein Great Britain, das lasse ich, das nehme ich nicht weg. 10 Kilometer ist zu früh. Da ich jetzt ja noch über eine Stunde fahren kann, da wären also etwa 80 Kilometer, die ich noch fahren kann. Warten wir mal. Naja, und bis zu 15 Minuten oder bis 14 Minuten kann ich ja überziehen. Der Gesetzestext gibt ja so her, dass Bußgeld erst fällig wird, wenn man mehr als 15 Minuten die Zeit überschritten hat. Das heißt im Umkehrschluss bis 15 Minuten ist alles gut. ...793 Meter. Das ist die Höhe, auf der wir jetzt sind. Und noch etwa 9,25 Stunden vor uns. Heute, also jetzt, 1 Stunde und 13 Minuten. Dann guckt mal, was das Thermometer jetzt schon anzeigt. Das auf 700 Meter Höhe, auf 800 Meter Höhe fast. Wahnsinn. Aber das war vorhin mit dem Einbruch wirklich zur falschen Zeit. Das war sowas von aufregend, da lang zu fahren. Ich wusste gar nicht, wo ich überall hingucken sollte. In erster Linie natürlich auf die sehr anspruchsvolle Strecke, die mich also ziemlich gefordert hat. Diese Kurvenfahrten, die Steigungen, abschüssige Fahrten, dann der Wohnwagen gespannt, das Haus, das da durch die Gegend gefahren wurde. Also es war doch schon recht anspruchsvoll. Ja, direkt unterm Mast und kein Netz. Also das begreife ich ja jetzt überhaupt nicht.
Oder gibt es hier nur noch 5G? Mal dann, wenn es spannend wird. Naja, jetzt hat sich natürlich auch wieder der Versatz aufgebaut, aber da müssen wir jetzt mit leben. Die eine Stunde halten wir das auch noch durch. Nein, jetzt werde ich selbst die Asche nicht rausschnippen. Ich habe gesehen, wie trocken das hier alles ist. Und es hat schon gebrannt. Sah das eben. Ja gut, habt ihr nicht so gut sehen können. Aber da rechts war schon ganz schön verkohlte Flecken. Nee, da könnte vielleicht der Asche, die ich rausschnippe, dann doch noch Pünktchen dran sein und das brennt hier dann ja wie Zunder. Das verkneife ich mir. So. 50 Kilometer, dreiviertel Stunde. Hätte ich noch eine halbe Stunde Fahrzeit. Will the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a better home awaiting in the sky, Lord, in the sky. Na gut, wenn uns das Navi das schon nicht anzeigt, da steht es jedenfalls immer so an der Seite, 700 noch was Meter. Wieder moderate Höhen angenommen. When I saw that earth came rolling for to carry my father away, will the circle be unbroken? Kann ich ja für YouTube gar nicht so großartig Sachen wegschneiden. Das ist ja alles atemberaubend gewesen bislang. Ich gucke mir das dann mal genauer an. Doch waren vielleicht einige Längen dabei, die ich durchaus rausschneiden kann. Aber es klang einfach nur toll. And I told the Undertaker, please, Bis auf diese paar Aussetzer eigentlich auch mit dem Netz so you are zufrieden sein. Obwohl jetzt dümpelt er wieder da so bei 100 bis 200 Kilobyte pro Sekunde rum. Das ist nicht viel. Das würde für 720p ausreichen, aber nicht für 1044p. Na gut, ich habe variable Bitrate. Also insofern ist das nicht ganz so schlimm.
Die Aufnahme ist ja sowieso in 1044p mit 60 Hertz. Ja, auch das hatte ich raufgeschraubt. Ich hatte ja sonst immer 1440p bei 30 Bildern pro Sekunde. behind him, and I tried to be your prey, but I could not hide my sorrow when they left him in the grave. Will the circle Naja, 74% unbroken hat das Firmenhandy noch. Wird er heute wohl durchstehen. 1,5 Stunden. Mehr als ein Drittel der Fahrzeit. 3/4 Ladung haben wir noch. Hat also ein Viertel verloren. Dann sollte er eigentlich bis zum Schluss durchhalten. ...852 Meter für alle Handygucker. Für die das Schild zu klein ist. Muss ich das denn jetzt mal sagen, weil... Also selbst auf dem Tablet kann ich es ja nicht erkennen. Ja, okay, da habe ich jetzt geteilten Bildschirm. Das ist ein 12-Inch Tablet. Und das habe ich jetzt geteilt. Damit ich den Chat besser lesen kann. Das stimmt, klingt zwar merkwürdig, ist aber tatsächlich so. Weil wenn ich den Bildschirm teile in horizontaler Lage, dann zeigt das trotzdem vertikal an und dann steht der Chat unter dem Video, nicht daneben. Und so kann ich ihn also wesentlich besser lesen. Geht natürlich auf Kosten der Größe des Bildes, des Videobildes, sodass ich da tatsächlich nur erahnen kann, was da läuft. Ja, da ist nur noch eine Pfütze drin. Da hätte ich heute Morgen mal austauschen sollen. Aber ich habe noch eine Flasche Cola. Ich hier am Rumhantieren, um die Flasche da wieder reinzukriegen. Naja. Kommt sie erstmal beiseite. Muss ich nachher dann da verstauen. Komme ich im Moment nicht so richtig ran. Mal noch eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 84. Aber auch ein Durchschnittsverbrauch von fast 26 Litern, das ist gewaltig. Für eine Leerfahrt oder quasi Leerfahrt. ...888 Meter.
on the heels of a big western road. Müssen wir über die Brücke da hinten? Ich weiß nicht, ob ihr die erkennen könnt. Müssen wir über die rüber? Settled in Cheyenne was the first time she'd ever seen it snow. Folks could see her crying as the snowflakes floated down. The reason for her sorrow was just nowhere to be found. She got a job at the Wäre ja nicht schlecht. by night she sang for tips down at a bar. She made friends with all the cowboys. Some of them told Rose that she should be a star. 821 She should Meter. pack her things and move to Tennessee. With any thoughts in Nashville. Ja, ich mache heute fleißig VODs. Merkt das schon. Kam eben wieder herzlich willkommen im Chatraum. Das heißt, es gab mal wieder eine Unterbrechung. Noch ein VOD. Nobody knows why. Cheyenne Rose cries, Tennessee tears. Hat natürlich den Vorteil, dass die Verzögerung dann gleich immer wieder weggeht. By night she sang for tips down at a bar. But she also had a home in the Nur ich produziere jede Menge VODs, aber so schlimm ist das ja auch nicht. in a rock, just gazing at the stars. Ich kann noch nicht abschätzen, ob wir über die Brücke da hinten fahren müssen. Someone she Dazu müsste ich das Navibild erheblich verkleinern. Das will ich jetzt aber nicht eingreifen. she let go. Nobody knows why. Cheyenne Rose cries, Tennessee tears. Nobody knows why. Cheyenne Rose cries, Tennessee tears. Bislang sieht man noch die ganze Zeit vor uns. She could have made the big Gut, time, das heißt, jetzt verschwindet sie da gleich hinter den Hügeln. but a broken heart brought her back to find Gucken nur noch die Spitzen raus. curtain. Aber noch ist sie immer in unserer Richtung. Nobody knows why. Cheyenne Rose cries, Tennessee tears. Nobody knows why. Cheyenne Rose cries, Tennessee tears. Rose pulled 600 into Meter. Wyoming on the heels of a big western road. Dankeschön, thank you. Oh, wieder eine tolle Talbrücke. Oh, und jetzt sieht man ja. Aber jetzt sieht man ja jetzt schon die ganze Fahrt über. So, jetzt habe ich noch eine knappe Stunde.
622, wir steigen jetzt. Also bislang hat mir die erste Etappe schon ganz gut gefallen. 657 Meter. Heute Nacht liegt sie schon wieder wach und denkt an ihn. Seit Tagen ruft er nicht mehr an, sie kann es nicht verstehen. Er wollte für sie da sein, doch er wärmt sie heute nicht. Sie hat geglaubt, er wäre ein Mann. So, dann schauen wir mal, wie weit der nächste ist. Lass ihn gehen, lass ihn gehen. Er verdient dich einfach nicht. Lass ihn gehen, wenn dein Herz auch heute bricht. Steht nicht dran. Es macht doch keinen Sinn mehr. Lass ihn gehen. Sie hat ihn so gewollt und sie versuchte stark zu sein. Sie war am Anfang so bereit, ihm alles zu verzeihen. Und wäre Auf 696 Meter. dann könnte er mit einem Kuss vielleicht ihr schweres Herz erleichtern. Doch damit ist jetzt Schluss. Lass ihn gehen, lass ihn gehen. Er verdient dich einfach nicht. Lass ihn gehen, wenn dein Herz auch heute bricht. Hier ist das mit den Talbrücken gar nicht so spannend, weil die Aussicht die ganze Zeit über ja toll ist. Selbstbetrug ist keine Lösung, verzichten ist kein Weg. Mach dich frei, es ist so. Geht bergab, ich werde jetzt auch schneller. Tut's auch weh. Er will auch nach Spanien. Gehe ich mal von aus. Lass ihn gehen, lass ihn gehen. Es geht auch ohne ihn. Lass ihn gehen, du wirst sehen. Es ist bald schon halb so schlimm. Also war die ganze Zeit über mautfrei, das wundert mich Lass eigentlich. ihn gehen, wenn dein Herz auch heute bricht. Es wird bald wieder frei sein. Selten in Frankreich, dass ein so lange Autobahnabschnitt mautfrei ist. Na gut, kommen wir wieder auf eine Mautstation zu. Hatten wir ja jetzt lange nicht mehr. Fünf Kilometer, extra nach einer Brücke benannt. Ich vermute dann mal, dass das die Brücke ist, die wir da die ganze Zeit haben sehen können. Das wäre ja nicht schlecht, wenn wir über die Brücke drüber wegfahren. Lost in the dream I am. Gotta make myself
sets me free. To keep it going on, I still believe. I see her face every time I close my eyes. Give me strength Hier müssen wir anscheinend doch to try anhalten. for the prize. Lost in the love I am. Nicht mit 30 Gotta durchfahren. know myself again. Keep it going on. It sets me free. Keep it going on. Ach, die Brücke kostet. I still believe. Nochmal extra. Thunder and lightning, rain pouring down, turmoil and rage, but you know I keep it going on. It sets me free. Keep it going on, 'cause I still believe. I keep it going on. It sets me free. Ja, und der Stopp direkt vom Berg ist natürlich nicht so gut, ne? Auch was den Spritverbrauch anbelangt. Jetzt stellt euch mal vor, ich hätte die vollen 40 Tonnen. Ja, dann würde ich mich hier jetzt aber ganz schön hochquälen. 679 Metern. Viaduc de Millau. Da ist er. Oh, da ist er. Wahnsinn. Da fahren wir tatsächlich drüber weg. ...20 Kilometer, Viertelstunde, eigentlich zu früh. Das ist ja eine tolle Brücke. Man kann sie jetzt auch so wunderbar sehen. Naja, also reicht jetzt gerade so mit dem Internet. Einfach nur zu schön. Dafür mussten wir jetzt also extra bezahlen für diese Brücke. 2,5 Kilometer lang, aber wie hoch steht nicht dabei.
Wir fahren also tatsächlich über diese Brücke, finde ich ja einfach nur zu toll. Auch wenn wir hier so ein bisschen Sichtbeschränkung haben, aber ich denke, man sieht doch genug. There's a mountain of love, you can only see the peak. It's an island to the birds, to the fishes beneath the blue. It's bumpity bump, yep, it's all in the Und point ein of view. Wahnsinnsblick in die Täler rechts und links. Whatever you say, it could be true. No matter whatever, it's all in the point of view. Is the sun coming up? We're going down in the blue. Also dieses Frankreich kenne ich noch It nicht. could be enjoyed from either point of view. Und ich war schon viel in Frankreich. Aber diese Strecke bin ich tatsächlich noch nie gefahren. Either way, it's a beautiful Also haben wir hier eine thing, Premiere. just as true. Could be me, could be you, where the beautiful colors are shining through. And at the top of the mountain, there's an excellent point of view. Keep going around in circles. Aber ich bin hier auf dem Tablet noch nicht an der Brücke angekommen. Ich weiß noch nicht mal, ob ich schon an der Mautstation war. Ich kann da ja im Moment doch wenig hingucken. Also wenn mir jetzt gerade einer was in den Chat schreiben sollte, nicht böse sein, dass das eine Weile dauert, bis ich das mitbekomme. It goes deep up in the sky, down in the sea. It's a bumpy bump, but I can't get through to you. Could be me, could be you. Whatever you say, it could be true. No matter whatever, it's all in the point of view. It's an island to Naja, ich darf ja nicht vergessen, dass die Leute auch alle am Arbeiten sind. It's bumpity bump, yep, it's on the point of view. Could be me, could be you, where the beautiful colors are shining through. And at the top of the mountain, there's an excellent point of view. And I'd be happy forever if I could share it with you. If forever and ever, it's all in the point of view. Der Hitze. Aber sie haben sich einen Pausentisch dahin gebaut. Immer wieder rübergreifen und das Firmenhandy ausschalten. Schaltet sich immer wieder von selber an. Sind aber keine Meldungen oder schaltet sich einfach an. Hängt das vielleicht mit der Meldung zusammen, dass es langsam aufgeladen wird? Weshalb ich ja die Befürchtung habe, dass es nicht die ganze Zeit über durchsteht. Da kommt jetzt gerade die Mautstation auf dem Tablet. Weil hab mal wieder kein Netz. Könnte es dann sein, dass im VOD die Brücke verschwindet und das Netz jetzt neu startet? Wird doof. Also zumindest die Mautstation, die haben wir noch drauf.
769 Meter. on the heels of a big western blow. She settled in Cheyenne. It was the first time she'd ever seen the snow. Dieses Schild 130, also so viel ich weiß, darf man in Frankreich sowieso nur 130 auf Autobahn fahren. Also Was just nowhere to be found. She got a so viel ich weiß, ist die Höchstgeschwindigkeit in Frankreich 130 Kilometer und wenn es regnet 110. Braucht man das doch nicht extra noch auf Schildern kenntlich zu machen. friends with all the cowboys. Some of them told Sollte doch eigentlich jeder wissen. her to be a star. So, ich sehe so gut wie gar nichts mehr auf dem Bildschirm, so wie die Sonne jetzt steht. Tennessee. With any thoughts in Nashville brought back painful. Ja, außerdem bewirkt die immer so ein bisschen durch die Spiegelung in dem Glas, dass der Fokus von der Kamera den Tacho abfotografiert oder den Bordcomputer. Da wollen wir so ein bisschen Fokussierungsprobleme hat. And rose cries, Tennessee tears. She got a job at the quick stop. By night she sang for tips down at a bar, but she also had a home in the hills. She's sitting 38 Minuten dürften wir noch fahren. just gazing at the stars. Dann muss ich wahrscheinlich an dieser Raststation Holds a picture Pause of machen. someone she used to know. She thinks about the operating on the dreams she let go. Dann mache ich auch wirklich Pause. Dann mache ich auch Pause vom Stream und komme dann wieder. Nobody knows why. Shine Zum einen, weil ich rose das Handy brauche, wenn ich irgendwo was bezahlen will. Das hatten wir ja mal, als ich gesagt habe, wir machen heute einen 10-Stunden-Stream. Pustekuchen. Habe ich das Handy einfach so weggenommen, nicht dran gedacht, dass das ja auch gleichzeitig die Internetverbindung ist und ohne Internet läuft das Ding nicht. Daran habe ich nicht gedacht. Naja, dumm gelaufen. Nee, heute gehe ich also vorher raus, mache meine Pause und dann komme ich wieder. Starte dann quasi einen neuen Stream. Er ist gehopst wie gesprungen, denke ich. Nobody knows why. Shine rose cries, Tennessee tears. Fast nur noch 98 Kilometer bis Montpellier. Kann ich mir irgendwie gar nicht so richtig vorstellen. War doch noch so viel. Tennessee tears. Rose pulled into Wyoming on the heels of a big western blow. Ja, die Uhrzeit stimmt. Also wird auch diese Angabe da stimmen. Grad. Wie kein Netz an der Raststätte.
Jo, da ist die Unterbrechung. Wahrscheinlich gerade, als wir an der Brücke waren. Das wäre schade. Aber wie gesagt, bei YouTube kommt es ja rein. Ich hatte das ja jetzt gar nicht im Blick. Ich weiß ja nicht, ob die Brücke schon da gewesen ist oder nicht. Auf alle Fälle dürfte ich jetzt wieder ohne Versatz arbeiten. Ich hoffe nicht, dass wir da jetzt die Brücke rausgenommen haben. Denn nicht jeder, der sich meine VODs anguckt, guckt auch bei YouTube nachher. Wenn die Brücke da nicht mehr drin wäre, das wäre schade. So, der nächste Rastplatz müsste also in etwa 40 Kilometern sein, dann würde ich den schaffen. Wenn das mehr ist, dann muss ich den hier nehmen. 40 Kilometer schaffe ich ja in einer halben Stunde. So, wir sind jetzt auf 798 Metern. Die orangene Warnweste, die orangene Weste? Ne, ich habe eine gelbe. Geht das auch? So, schauen wir mal. 20 Kilometer, okay, dann fahren wir weiter. Obwohl hier gerade so gutes Internet ist. Does your heart ache just like mine? Don't you wish somehow that we could just Nein, das ist eine Viertelstunde, das ist im ganz guten Bereich. Also, that makes two of us. nächsten Parkplatz. That makes two of us. Don't you think it's time to let the healing start? Das ist auch nur ein Rastplatz, deine Tankstelle. If you miss someone, 19 Kilometer. two of us. Auch wieder ein Etappenziel. It takes Village two Etappe. of us to mend a broken heart. Are you sorry? Just like me. Don't you wish you could erase the things you didn't mean? Do those memories cross your mind? If you look into my eyes, I think Es ist einfach nur gonna schön. find that makes two of us. That makes two of us. Don't you think it's time to let the healing start? If you miss someone, Über die Ausfälle that makes two wegen der Funklöcher, da schauen wir einfach mal drüber hinweg. It takes two of us to mend a Im broken Großen und Ganzen heart. läuft der Stream ja doch relativ gut. Auf 725 Metern.
guckt euch das an, wie trocken das hier alles ist. Also nee, da werde ich jetzt also tatsächlich auch für die nur Asche den Aschenbecher benutzen. Also wäre zwar fast ein Ding der Unmöglichkeit, aber ich will es nicht riskieren. Don't you think it's time to let the healing start? If you miss someone, that makes two of us. It takes two of us to mend a broken heart. That makes two of us. That makes two of us. It takes two of us to mend a broken heart. 714 Meter. Ich werde dann auch während der Pause werde ich das Navi mal neu starten. Und vorausgesetzt, das Internet auf dem Parkplatz ist einigermaßen, werde ich mir nochmal bei Google die Verkehrslage angucken. Shiver and shake, tremble and Ja, und dann kommt ja noch eine Streamunterbrechung, wo ich noch einmal Pause machen muss, wenn wir nach Spanien reinfahren. the Weil stars. ihr kennt ja mittlerweile das Problem, das ich immer habe mit Grenzübergängen, dass es teilweise ewig lange dauert, bis ich Anmeldung im neuen Netz habe. Und das war ja immer so, dass er dann Probleme hat, sich in dieses neue Netz dann auch reinzufinden. Also OBS ging da dann nicht rein. Das war bei der alten Karte anders. Deswegen will ich ja bei 1&1 nachfragen, sie mir nochmal eine neue Karte schicken. In der Hoffnung, dass es damit dann besser funktioniert. Ja, denn das hatten wir vorher ja nicht. Okay, da gab es dann mal eine kurze Unterbrechung. Aber meistens kam das Netz dann gleich wieder rein. Also kann es ja eigentlich nur an der Karte liegen, denn was anderes hatte sich da ja nicht verändert. I love the way you love. Your touch gives me such a rush. So good, so fine, so right. Feels just like the first time. Ja. Wieder geht das Internet in die Knie. Genug gelästert übers Internet. Kannst ja nicht versprechen, dass das nicht. Ich rede ja, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und wenn ich jetzt sage, nee, kommt nicht wieder vor, wenn ich das nächste Mal sehe, kommt es dann doch wieder. Also sage ich es lieber nicht. Nee, die armen YouTube-Leute, die das nicht auf Twitch gesehen haben, sondern sich erst bei YouTube angucken, was die dann wohl denken. Denn die kriegen ja den Festplattenstream und nicht den Livestream. 754 Meter. Kissing in the dark, so good. Beneath the stars, so fine. You make me feel the way it felt the first time. So right, feels just like the first time. Ja. 25 Minuten habe ich, das heißt, ich verschenke, also eine gute Viertelstunde verschenken. Und das ist, ja, eben stand er auf 32. Ja gut, wir klettern wieder nach oben.
dachte, ich könnte euch imponieren von wegen 32 Grad, aber nee, soll schon wieder runter. Ich verstehe das immer nicht. Ich sehe dann da die Masten und ich weiß ja, dass er auf Sichtlinie übertragen wird. Also müsste ich doch jetzt ein Bombennetz haben. Direkt in Sichtlinie des Masten. Also wenn ich direkt da drunter stehe, dann könnte ich das ja vielleicht noch verstehen. Gut, dass so wenig los ist auf der Autobahn und kein Überholverbot. Ich weiß nicht, was die Brücke kostet. Keine Ahnung. Aber vermute mal, dass das mit einer der Gründe ist. 772 stand da. Vielleicht ist das der Grund, weshalb hier so wenig Verkehr ist. Doppelte Maut. Keep 769. Hatte ich das Fenster eben ein Stück zu weit hoch gemacht. Und dann drückt dann der Holm da oben sofort auf die Tasten. Und deswegen war das Bild eben kurzzeitig weg. Und das Bild ist sowieso jetzt weg. Kurz vorm Parkplatz ein Netz. Große gegen Frankreich, so heißt das nicht. Zwar keine Punktlandung, aber doch einigermaßen so. Was ich damit leben soll. Schauen wir mal, wie weit die nächste ist. Meine 20, eine halbe Stunde könnte ich ja noch. Könnte es ja drauf ankommen lassen.
hoffe ich ja jetzt, dass auch der Hinweis kommt, wie weit die nächste entfernt ist. Kann ich das ja immer noch entscheiden. Nee, diesmal steht es eben nicht dran. Also kann ich es nicht drauf ankommen lassen. Auf 730 Metern. Gut, jetzt auf die andere Seite der Autobahn rüber. Fahren wir mal wieder Kreise. Nee, sonst scheint die Autobahn tatsächlich mautfrei zu sein. Ich sehe hier keine Mautstation. Toller Blick da, ne? Naja, und das Internet ist ganz gut. Eine Dreiviertelstunde irgendwo hinreden, aber guckt mir ja eh keiner zu. So. 4 Stunden 14. Bevor das Ding da kommt. Ja, nochmal Glück gehabt. Naja, das ist ja nur die Anzeige, dass in einer Viertelstunde so weit ist. So, habe euch ja gesagt, ich werde jetzt also erstmal Pause machen. Dreiviertel Stunde. 11:36 Uhr bei 30 Grad. Wo ist meine Maus? Okay. Keiner da, also komme ich in einer Dreiviertelstunde wieder. Bis dann, macht's gut.